Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Was ich hier in der Hand habe, ist eine Scheibe von einer großen, offensichtlich kranken Weide. Die wurde vor einigen Jahren gefällt. Und nicht alle dieser Scheiben, die ich damals geschnitten habe, haben überlebt. Manche sind leider zerbrochen oder waren auch nie ganz. Eins von diesen Stücken habe ich jetzt hier und daraus soll heute ein Weihnachtsbogen für meine Mutter entstehen mit 4 Kerzen und hier unten Platz für Krippefiguren. Wie ihr sehen könnt, steht das Stück noch nicht hundertprozentig eben. Wir haben hier auch noch Reste von der Wachsversiegelung und hier im Innern sehr morsches Holz. Das heißt, wir müssen das Ganze noch ein bisschen aufbereiten, bevor wir uns um die Kerzen kümmern können. Zuerst werde ich beide Seiten nochmal ganz vorsichtig hobeln. Ich werde dabei den Abtrag sehr gering einstellen, um möglichst wenig Ausriss zu bekommen. Man sieht hier die recht raue Oberfläche. Das Holz war krank und Weide ohnehin ein sehr weiches Holz, lässt sich schlecht hobeln. Das heißt, ich werde versuchen, möglichst wenig Ausriss zu produzieren, um hier beim Schleifen wieder ein bisschen Zeit sparen zu können. Dann mit der Drahtbürste, höchstwahrscheinlich auf dem Winkelschleifer montiert, hier innen das ganze weiche, tote Holz rausarbeiten und anschließend den Boden gerade sägen. So, die Löcher sind drin. Das war jetzt der Teil, vor dem ich am meisten Angst hatte, dass mir das gute Stück hier irgendwie von der Ständerbohrmaschine fällt oder sowas. Hat alles gut funktioniert. Jetzt geht es ans weniger attraktive, nämlich Schleifen. Bevor ich mich jetzt ans Schleifen mache, fehlt noch ein weiterer Schritt. Ich habe ja jetzt hier die Auflageflächen bzw. den Freigang für diese Tropfschalen reingebohrt mit dem Forstnerbohrer. Was ich jetzt noch brauche, damit die Kerze hält, ist jetzt hier jeweils ein so ein Näpfchen, wo die dann reinkommt. Und die Tropfschale verhindert dann, dass das Holz im Laufe der Jahre mehr und mehr Wachs abbekommt. Manche finden das romantisch, die Zielperson hier wünscht sich das nicht, die möchte das Ding sauber halten. Also muss jetzt hier jeweils noch eine 22er Bohrung rein, bevor ich mich dann endgültig an den Feinschliff und hier vor allem an die Außenflächen mache.
Mit einer Schicht Halböl ist das Ganze jetzt beinahe fertig. Jetzt müssen nur noch hier diese kleinen Näpfchen, in die die Kerzen eingesteckt werden, eingeklebt werden. Das mache ich mit Heißkleb. Und damit das Ganze besser hält, werden die jetzt unten noch ein bisschen aufgeraut mit Schmirgelpapier. Das geht ganz schnell und einfach. Und dann werden die Dinger reingeklebt. Also los geht's. So, die Klebstoffreste sind jetzt auch entfernt und als allerletzter Schritt bleiben jetzt noch die Tropfschalen übrig. Das sind diese kleinen Blechteilchen, die man im Handel erwirbt. Die werden auf die Kerzen einfach von unten aufgefädelt und dann wird die Kerze hier in das vorgesehene Näpfchen gesteckt. Das Ganze jetzt mal 4 und dann war es das eigentlich auch schon. Bevor wir uns jetzt das Endergebnis in seiner vollen Pracht anschauen, möchte ich gerne noch ein paar Worte zu den Schleifblüten vom Arnold Schoger verlieren. Ich habe die jetzt etwas intensiver getestet, wie man auch gut sehen kann. Der große Trick für mich an diesen Blüten besteht mittlerweile darin, dass sie extrem flexibel sind. Also man sieht schon, die sind wirklich sehr, sehr weich. Und der Anpressdruck aufs Werkstück entsteht im Prinzip nur durch die Rotation, durch die Fliehkräfte. Eine ganz andere Sache als solche Sachen hier. Sowas, die verschiedenen Aufsätze, die man auch hier für die kleinen Schleifgeräte bekommt. Für die größeren, da gibt es ja massenhaft verschiedenes Zeug. Ihr habt wahrscheinlich jeder eine ganze Batterie an unterschiedlichen Dingen zu Hause. Die sind alle relativ steif, relativ unflexibel. Und also gerade hier für solche Stellen wie hier innen rein, nichts von all dem funktioniert eigentlich vernünftig. Und da sind jetzt also diese Schleifblüten wirklich in ihrem Element. Die passen sich jeder Kontur an, auch wirklich sehr stark konturierten Oberflächen. Die kommen durch relativ enge Öffnungen rein, breiten sich dann wieder aus, ohne dass zu viel Druck oder Brandspuren oder sowas entstehen. Das ist eigentlich jetzt für mich der absolut originäre Einsatzzweck für diese Dinger. Das ist hochspezialisiert im Prinzip, aber letzten Endes jedes dieser Werkzeuge, was ich hier gezeigt habe und auch alle anderen, die sind alle immer sehr spezialisiert und für ihren jeweiligen Einsatzzweck halt sehr gut geeignet. Für andere Sachen dann weniger. Ich habe schon mal gesagt, ich würde mit den Schleifblüten nicht anfangen, eine Tischoberfläche abzuschleifen oder sowas. Völliger Unfug, dafür gibt es bessere Sachen. Aber gerade für so enge Stellen mit Hinterschnitten, wo man kaum reinkommt und starke Konturierung, sind die Dinger absolut top. Und da kann ich sie wirklich auch nur empfehlen. Es wird wahrscheinlich wie bei allem drauf rauslaufen, dass man am Ende mindestens 2 verschiedene Durchmesser in jeweils 2 verschiedenen Körnungen da hat oder sowas. Aber sind wir nicht alle auch ein Stück weit Werkzeugsammler? Also ich auf jeden Fall. Viele von euch wahrscheinlich auch. Schreibt mal drunter in die Kommentare, wie es euch da so geht. Genau, und jetzt schauen wir uns das gute Stück aber noch endgültig mal an.